Heute sprechen wir über das eTOL-System und versuchen mal gemeinsam so viele Informationen wie möglich darüber herauszufinden. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie gerade erwähnt, nehmen wir uns heute mal das Thema eTOL vor. Das ist auch mittlerweile eigentlich schon mein zweites Video zu diesem Thema. Das erste Video habe ich schon vor circa 1,5 Jahren gemacht. Das war bevor es die Umstellung von Viator zu eTOL gab. Also wirklich kurz davor. Könnt ihr euch trotzdem mal auch gerne dieses Video angucken. Vielleicht gibt es da auch noch irgendeine Information, die es heute im Video nicht gibt. Aber wir werden auf jeden Fall mal versuchen, gemeinsam so viele Informationen zu diesem Thema herauszufinden. Und ich habe auch schon mal vorher ein bisschen im Internet rumgeschaut und ich kann euch wirklich sagen, das ist gar nicht so leicht, Informationen zu diesem Thema eTOL zu finden. Und ich kann das auch verstehen, warum. Und einige Leute wirklich am Verzweifeln sind und wirklich frustriert sind, wenn es um dieses Thema eTOL geht. Wirklich kompliziert wird das ja auch eigentlich erstmal, wenn man mit einem Fahrzeug fahren möchte, welches über 3,5 Tonnen ist. Das heißt, mit einem ganz normalen Pkw könnt ihr in der Regel in ganz Polen die Autobahngebühren ganz normal an der Schranke bezahlen. Nur ab 3,5 Tonnen, sprich, sage ich jetzt mal, wenn ihr schon ein zum Beispiel Wohnmobil habt, seid ihr gezwungen, das neue eTOL-System zu nutzen. Hier jetzt nochmal eine kleine Information vorab. Alles, was ich euch heute zeige und was ich heute sage, sind alles Informationen, die ich selber aus dem Internet herausgesucht habe. Ich selber bin kein Fahrzeughalter eines Fahrzeuges, welches über 3,5 Tonnen hat. Deswegen kann ich hier nicht aus einer praktischen Erfahrung sprechen, sondern wirklich nur rein aus der Theorie. Aus diesen Gründen können mir hier natürlich auch Fehler unterlaufen und nimmt deswegen alles, was ich sage, vielleicht ein bisschen mehr als eine Hilfestellung. Vielleicht haben wir hier auch einen Experten unter den Zuschauern, der vielleicht das ein oder andere korrigieren könnte. Dann kann er es auch gerne in den Kommentaren hinterlassen, damit auch selbstverständlich andere von dieser wertvollen Information profitieren. Wir werden jetzt mal gemeinsam auf die eTOL Homepage gehen und zusammen versuchen, uns Informationen zum Thema Geräte, Installation und Anmeldung herauszufinden. Und dazu nehme ich euch mit bei mir auf meinem Bildschirm. So, jetzt müsstet ihr eigentlich meinen Bildschirm sehen können. Jetzt gehen wir hier mal in der Suchleiste eTOL ein. Dann sollte das erste Suchergebnis auch sofort die offizielle Seite von eTOL sein. Klicken wir drauf. Und ja, so sieht die Seite aus. Und an erster Stelle würde ich sagen, stellen wir erstmal die Sprache um. Hier oben rechts haben wir hier, das Menü, wo wir die Sprache einstellen können. Klicken drauf und wählen Deutschland aus oder Deutsch. Dann gehen wir hier runter. Und dann können wir jetzt hier schon aussuchen zwischen schwere Fahrzeuge oder leichte Fahrzeuge. Leichte Fahrzeuge ist alles unter 3,5 Tonnen, schwere Fahrzeuge alles über 3,5 Tonnen. Wir wählen jetzt die schweren Fahrzeuge, klicken wir drauf. Und jetzt haben wir hier oben links auch nochmal die Auswahl zwischen schwere Fahrzeuge oder leichte Fahrzeuge. Wenn wir jetzt auf leichte Fahrzeuge klicken, dann sieht das Menü auch ein bisschen anders aus, weil für leichte Fahrzeuge gelten ein bisschen andere Regeln. Wir bleiben aber bei den schweren Fahrzeugen, weil leichte Fahrzeuge, das heißt alles, was unter 3,5 Tonnen ist nicht so kompliziert wie jetzt bei den schweren Fahrzeugen, weil hier geht es halt um Camper und ja, halt alles, was über 3,5 Tonnen ist. Und ich würde sagen, wir fangen am besten an, uns anzuschauen, wie wir überhaupt die GPS-Geräte finden, weil das ist auch etwas, was ich öfters gelesen habe, dass die Leute überhaupt nicht wissen, wie komme ich überhaupt an die GPS-Geräte dran. Und wenn wir dann jetzt hier auf der Seite sind, gehen wir hier unten auf das Menü GPS-Geräte, klicken drauf. Und dann haben wir jetzt hier schon Informationen zu zwei verschiedenen Geräten, oder die OBU Bordeinheit und einmal das externe Ortungsgerät ZSL. Beide erfüllen im Prinzip den gleichen Zweck, also das heißt, die empfangen Daten, bearbeiten die Daten und schicken die danach wieder zurück. Zwischen beiden Geräten gibt es aber kleine technische Unterschiede, und zwar die OBU-Bordeinheit ist ein Gerät, was man flexibel einsetzen kann. Das heißt, heute kann ich das im Fahrzeug A installieren, morgen im Fahrzeug B und übermorgen im Fahrzeug C.
Und bei dem ZSL-Gerät ist das ein bisschen anders. Das ist dann schon mehr fix installiert. Das heißt, wenn ich das jetzt im Fahrzeug A installiere, wird das auch dort installiert bleiben und auch nur unter diesem Fahrzeug wird das dann auch funktionieren, denn das muss auch alles registriert werden und so weiter und so fort. Also das ist dann der wesentliche Unterschied. Aber ich denke, ihr werdet schon selber wissen, welches euren Bedürfnissen eher entspricht. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wo ihr diese Geräte bestellen könnt, könnt ihr zum Beispiel hier auf OBU Bordeinheit klicken. Dann kriegt ihr hier eine Liste mit Internetseiten und auch Adresse, wo ihr die bestellen bzw. kaufen könnt. Hier habt ihr auch den Betreiber. Ich muss sagen, das sind hier überwiegend alles polnische Anbieter. Wenn ich jetzt hier mal so auf den ersten Blick gucke, ich habe hier auch irgendwo eine französische Internetseite gesehen, so wie hier zum Beispiel access.fr. Ja, aber im Großen und Ganzen sind das hier eigentlich überwiegend polnische Anbieter. Ihr müsst nur schauen, wenn ihr halt draufklickt, ob ihr in der Lage seid, euch das auf Polnisch zu bestellen. Wenn nicht, vielleicht könnt ihr da dann die Seite irgendwie auf Englisch stellen, eventuell. Ja, aber das ist auf jeden Fall erstmal das. Bei den ZSL-Geräten ist das eigentlich genau das gleiche. Wenn ihr hier drauf klickt, kriegt ihr im Prinzip genau die gleichen Internetseiten angezeigt. Also ich denke mal, das sind einfach Shops, die sich grundsätzlich mit diesen ganzen GPS-Geräten beschäftigen und ihr werdet das eine oder das andere Modell auf beiden Seiten kriegen. So könnt ihr euch schon mal auf jeden Fall die Geräte bestellen. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie wir uns überhaupt in das ganze System anmelden. Dann gehen wir hier oben auf Anmelden im eToll-System, klicken hier drauf und dann haben wir jetzt hier schon mal 3 verschiedene Möglichkeiten, um uns anzumelden. Also einmal online, in einer stationären Kundendienststelle, dazu kommen wir auch gleich, wie wir die finden, und über den einen gewählten Flottenkartenanbieter. Dazu kommen wir auch gleich und ich zeige euch auch, wie ihr diese findet. Gehen wir aber erstmal auf Online. Also wenn ihr euch online registrieren wollt, geht ihr hier zum Beispiel auf Einloggen. Ja, jetzt lädt er ein bisschen. Dann, okay, das muss man hier auch sagen. Also hier habt ihr jetzt keine deutsche Sprache. Also hier habt ihr jetzt nur die Möglichkeit, entweder Englisch oder Polnisch zu wählen. Lassen wir das jetzt einfach mal auf Englisch. Genau, und dann habt ihr jetzt hier 3 Möglichkeiten. Also ihr könnt euch hier einmal über ein Trusted-Profil anmelden. Ich weiß gar nicht, ob es sowas in Deutschland gibt. Ich glaube aber nicht. In Polen gibt es sowas, das heißt Profil Saufane oder so wie ich jetzt hier auf Englisch Trusted Profil. Ich selber benutze das nicht. Deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, wie so eine Anmeldung jetzt bei diesem Trusted-Profil aussieht, aber ich weiß, das ist im Prinzip sowas in der Art. Man registriert sich, ja, sage ich jetzt mal, irgendwie offiziell bei der Regierung oder irgendwie übers Amt müsst ihr euch dann irgendwie offiziell registrieren und dann seid ihr sowas wie ein verifizierter Bürger. Und anhand dieser Daten, weil ihr dann ja ein verifizierter Bürger seid, könnt ihr euch dann auf andere offiziellen Seiten anbieten. Also alles, die jetzt irgendwie mit dem Staat zu tun haben. So wie jetzt ja, diese Seite hier, da das ja eine staatliche Seite ist. Genau, dann könnt ihr zum Beispiel hier draufklicken, wenn ihr ein Profil Saufane habt oder eDowód. eDowód ist ein elektrischer Personalausweis. Könnt ihr euch dann auch hier darüber anmelden. Ich habe weder das eine noch das andere. Dann habt ihr hier auch noch die Möglichkeit, euch über eine App anzumelden. mObywatel App benutze ich selber auch nicht. Aber wir klicken einfach mal hier drauf und dann habt ihr hier zum Beispiel einen QR-Code, scannt hier an und dann folgt ihr einfach den Anweisungen. Ich denke, das ist, also ich denke mal hier dieses Trusted-Profil und mObywatel, das ist, denke ich, mehr für polnische Staatsbürger, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ja, bin ich mir aber auch nicht zu 100% sicher. Oder wir haben hier einfach die Möglichkeit, uns ganz klassisch anzumelden mit Login und Passwort. Klicken wir mal hier drauf und dann gehen wir hier auf Sign Up. Weil ihr habt ja noch keinen Account, also hier steht ja No Account, Sign Up. Und hier habt ihr dann auch die Möglichkeit, auch hier die Nationalität zu wählen. Dann wählt ihr eure Nationalität aus, E-Mail-Adresse, Vor- und Zunahme. Und ja, dann müsst ihr ja auch noch eure Ausweisnummer und so weiter angeben. Ja, und somit könnt ihr euch dann überhaupt erstmal ins eToll-System anmelden. Dann gehen wir hier mal wieder zurück.
dann sind wir hier wieder zurück auf der Seite. Also jetzt sind wir durchgegangen, wie man sich online anmeldet. Jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, uns in einer stationären Kundendienststelle anzumelden. Wenn ihr jetzt diese stationären Kundendienststellen finden wollt, geht ihr hier auf der linken Seite, habt ihr hier auch noch eine Menüleiste und dann könnt ihr hier zum Beispiel auf Kundendienst klicken und dann habt ihr hier Dienstleister der Kundendienststelle, Distributionsstelle oder grenznahe Kundendienststellen. Ihr könnt euch hier einfach mal durchklicken, dann habt ihr hier die Möglichkeit, hier noch zusätzliche Informationen zu diesen Kundendienststellen zu finden. Auf Distributionsstellen habt ihr hier dann auch einen Teil der Kundendienststellen. Das sind hier aber überwiegend Tankstellen, wie man das hier seht. Also hier seht ihr zum Beispiel Shell mit Adresse, Postleitzahl, in welcher Stadt die sind, mit Öffnungszeiten und ja, hier ist das jetzt mit Bundesland übersetzt, aber das sind Woiwodstwa natürlich, sind damit gemeint. Hier haben wir dann auch die weiteren Tankstellen, die dann auch euch als Kundendienststelle zur Verfügung stehen. Ihr habt aber auch, so wie es hier steht, die Möglichkeit, grenznahe Kundendienststellen zu besuchen. Klickt ihr hier drauf und dann habt ihr hier auch die grenznahen Kundendienststellen, halt, die zum Beispiel an Deutschland grenzen, Litauen, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Weißrussland. Und genau, zum Beispiel hier haben wir dann Świerczko. Świerczko ist die Grenze, ich denke mal, ist die meist befahrene Grenze. Das ist die A2 von Frankfurt an der Oder halt, fährt ihr dann nach Świerczko durch und dann sehen wir hier auch Terminal Graniczny Świerczko. Also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass es wirklich direkt an der Grenze ist. Habt ihr dann da immer so kleine Stationpunkte und dort werdet ihr dann auch Informationen zum Thema E-Toll kriegen und da solltet ihr euch eigentlich auch laut dieser Internetseite anmelden können. Aber dann gehen wir mal wieder zurück. Also das sind jetzt hier die stationären Kundendienststellen. Oder ihr könnt auch einen gewählten Flottenkartenanbieter euch aussuchen. Wie ihr zu diesem Flottenkartenanbieter kommt, zeige ich euch auch gleich. Dann müsst ihr hier auf Zahlungen gehen. Dann geht ihr hier auf Flottenkarten ab 1.7.2022 und jetzt habt ihr hier Liste der Anbieter von Flottenkarten. Ja. Und so habt ihr hier dann schon die Flottenkartenanbieter. Also da sind hier verschiedene Anbieter. Zum Beispiel, was hier, denke ich, am meisten populär ist, ist hier Orlen. Orlen ist hier eine große Tankstellenkette. Und das ist auch wirklich so, dass ihr an jeder Orlen-Tankstelle gehen könnt und euch die Informationen holen könnt, beziehungsweise die helfen euch dann auch bei der Registrierung des ganzen E-Toll-Gerätes. Das sind nicht nur die Orlen-Tankstellen direkt an der Grenze oder auf der Autobahn oder die auf der Strecke sind. Also ihr könnt wirklich irgendwo im tiefsten Polen sein. Und wenn ihr da eine Orlen-Tankstelle habt, könnt ihr da hingehen und die sollten eigentlich in der Lage sein, euch dabei zu unterstützen. Genau. So. Dann gehen wir hier wieder zurück, dann sind wir jetzt hier wieder auf der Anmeldeseite und wenn wir dann runter scrollen, dann haben wir hier auch nochmal zusätzliche Informationen, wie das jetzt hier mit den Online funktioniert, welche Dokumente ihr braucht. Ja, dann habt ihr hier auch noch Hilfsvideos eventuell, die aber meines Wissens nach auf Englisch sind. Könnt ihr euch aber auch angucken, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid. Dann ist hier auch noch mal kurz beschrieben, wenn ihr euch persönlich anmelden geht, hier, dann könnt ihr das über die Kundendienststellen machen. Ich vermute mal, damit sind hier die Flottenkartenanbieter gemeint oder die Grenzstation. Hier wird dann auch noch mal beschrieben, welche Dokumente dafür benötigt werden. Also tut euch auf jeden Fall vorbereiten, aber ich denke, hier sind das diese klassischen Dokumente wie Personalausweis, eventuell Reisepass etc. Genau, hier habt ihr dann auch noch mal die Informationen zum Flottenkartenanbieter, was dazu benötigt wird. Und das sind ja auch eigentlich schon die wesentlichsten Informationen, wenn es um die Anmeldung geht. Was kann ich euch ja auch noch zeigen? Und zwar habt ihr auch noch auf der Seite einen Menüpunkt Aktuelles. Und hier sind immer die aktuellsten News, wenn es oder Informationen auch, wenn es um das Thema E-Toll geht. Also ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr immer eine Reise nach Polen macht und mit einem Camper zum Beispiel unterwegs seid, geht vor auf die Seite drauf, klickt auf Aktuelles und schaut, welche aktuellen Informationen hier sind. Vielleicht ist da irgendetwas Wesentliches bei, was ihr wissen müsst, bevor ihr nach Polen einreist. Dann gehen wir hier jetzt auch nochmal auf den Menüpunkt Zahlungen, denn hier gibt es auch verschiedene Informationen, die wir uns hier holen können, zum Beispiel sowas wie
Mautsätze. Wenn wir hier draufklicken, dann haben wir hier auch eine grobe Information, was hier die Mautsätze sind. Das heißt, wenn ihr mit einer gewissen Gewichtsklasse fährt, wie teuer das ist, mit welcher Euroklasse und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch hier auch alle Informationen zu diesem Thema holen. Dann haben wir hier auch noch einen Menüpunkt und der heißt Routenrechner. Der ist eigentlich auch sehr interessant. Und hier könnt ihr auch zum Beispiel eure Route planen. Und ja, dann machen wir das jetzt auch einfach mal ganz fix. Bei dieser Routenplanung kann man aber wirklich nur Strecken planen innerhalb Polen. Also ihr könnt jetzt hier keine Stadt aus Deutschland nehmen und dann eine Route berechnen, die nach Polen geht. Ihr könnt das nur innerhalb Polen machen. Wir machen das jetzt einfach mal hier ganz kurz. Nehmen wir einfach mal schwere Fahrzeuge. Das ist jetzt wirklich hier nur ein Musterbeispiel. Nehmen wir, keine Ahnung, jetzt einfach mal Euro 5, Gewichtsklasse. Ja, keine Ahnung, was haben wir? Personenkraftwagen mit Anhänger über 3,5 Tonnen. Ja, das ist sehr realistisch. Und jetzt machen wir einfach mal Punkt der Route. Nehmen wir jetzt mal, ich wohne ja in Łódź. Suchen wir Łódź aus und wir wollen jetzt zum Beispiel nach, keine Ahnung, Swinemünde wollen wir jetzt fahren. Ja, genau. Und dann nehmen wir jetzt hier auch noch Art der Route, kürzeste oder schnellste. Nehmen wir die schnellste Route, berechnen die Kosten, dann lädt er, zack. Jetzt hat uns die Kosten ausgerechnet, also von Łódź nach Swinemünde würde es mich 63 Sorte kosten. Hier zeigt er dann auch die ganze Route an. Dann können wir hier auch natürlich auch nochmal die mautpflichtigen Straßen uns anzeigen lassen. Wenn wir hier unten auf mautpflichtige Straßen gehen, dann zeigt er uns hier genau die Strecken, welche mautpflichtig sind. Wenn wir jetzt hier mal auf Liste der mautpflichtigen Abschnitte gehen, dann zeigt er uns das hier auch nochmal komplett detailliert. Länge der Route, wie viel der Strecke mautpflichtig ist, welche nicht, wie lange die Fahrt dauert. Und hier steht, welcher Abschnitt wie viel kostet, wie viel Kilometer man fährt. Also wenn man da jetzt irgendwie wirklich sich das auf den Groschen wirklich ausrechnen möchte oder irgendwie Spaß dabei hat, sich das irgendwie zu notieren, dann hat man hier wirklich ganz viele Möglichkeiten, da kann man sich hier wirklich dabei austoben. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Genau, also dann haben wir jetzt hier auch noch eine Möglichkeit, uns grundsätzlich alle mautpflichtigen Straßen anzuschauen. Und dann gehen wir hier mal auf ETOL-System, Liste mautpflichtiger Straßenabschnitte. Und dann haben wir hier die Liste aller mautpflichtigen Straßenabschnitte. Ja, auch sehr interessant. Genau. Und hier auch noch eine ganz wichtige Sache, wenn wir hier auf Kontrolle gehen. Hier haben wir nämlich verschiedene Gesetzesabschnitte und Paragraphen, wann ihr eventuell eine Strafe zahlen müsstet, wenn ihr euch an gewisse Regeln nicht hält. Ich kann euch vielleicht mal ein Beispiel von mir selber erzählen. Aber liest euch das auf jeden Fall trotzdem hier nochmal durch. Also hier in Polen gibt es auch Autobahnabschnitte, wie wir das gerade gesehen haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Łódź nach Swinemünde fahren würde, der erste Abschnitt oder beziehungsweise die erste Mautstation wäre die Mautstation an Emilia. Und die Emilia-Mautstation hat keine Schranken. Also das ist wirklich nur eine Mautstation. Da ist keine Schranke, da öffnet sich gar nichts. Das ist einfach nur wirklich die Station. Und theoretisch könnte ich jetzt durch diese Station fahren, ohne zu bezahlen, denn ich werde da ja nicht kontrolliert. Ja. Es kann aber passieren, dass hinter dieser Mautstation zum Beispiel die Polizei steht. Ja. Und wenn ich jetzt die Mautstation überfahre oder durchfahre, ohne mir zum Beispiel jetzt über die ETOL-App ein Ticket gekauft zu haben, dann kann das die Polizei kontrollieren und ja, dann muss ich einfach eine Strafe von 500 Zloty zahlen. Wenn ich mir vorher ein Ticket kaufe, was man über die ETOL-App machen kann, und kann ich das danach auch der Polizei vorzeigen und sagen, hör mal, hier, ich habe hier das Ticket gekauft, das ist dann natürlich auch alles registriert und dann kann ich auch bedenkenlos einfach weiterfahren. Also wenn ihr wirklich immer auf der sicheren Seite sein wollt, kauft euch die ganzen Tickets. Also wir haben ja gerade gesehen, ich weiß nicht, das kostet ein paar Zloty. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Łódź nach Dortmund fahren würde, würde mich das 90 Zloty kosten. Das sind umgerechnet ca. 20 Euro und ich denke, 20 Euro ist wesentlich günstiger als 500
500 Worte zu zahlen, denn 500 Worte sind umgerechnet ja ca. 120 Euro. Und ja, man muss sagen, die Autobahnen, die sind hier sehr gut ausgebaut und das lohnt sich wirklich, diese 20 Euro oder was auch immer, wie viel man sonst für die Strecke bezahlen muss, dies zu investieren. Ja, das waren jetzt auch eigentlich schon so die grundlegendsten Sachen, die man hier bei dieser ganzen e-Toll-Sache beachten sollte. Also wir sind jetzt hier dieses Thema GPS-Geräte durchgegangen, wie man sich hier im e-Toll-System anmeldet. Ich habe euch jetzt hier die ganzen Kundendienststellen gezeigt, hier noch ein paar Zusatzinformationen zum Thema Zahlung. Und ja, was ich euch auch noch empfehlen kann, euch hier vielleicht die e-Toll-App runterzuladen. Hier habt ihr auch den App Store oder den Google Play Store. Macht das einfach, stöbert da mal ein bisschen rum. Schaut euch auch hier nochmal die Internetseite an. Und ja, dann war es das auch, denke ich, eigentlich zu diesem ganzen Thema e-Toll. Ich weiß, dass dieses ganze e-Toll-Thema ein sehr komplexes Thema ist und manchmal auch nicht sehr leicht ist zu verstehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video zumindest ein kleines bisschen weiterhelfen. Falls irgendwelche Fragen zu diesem Thema noch offen sein sollte, kannst du mich gerne kontaktieren. Dann versuche ich dir auch noch außerhalb dieses Videos weiterzuhelfen. Du kannst mich das gerne in den Kommentaren wissen lassen oder mich auch vielleicht über E-Mail oder Instagram anschreiben. Die Kontaktdaten dazu findest du bei mir auf meinem YouTube-Profil. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video wirklich bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit sehr. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.